Howdy Cowboys, hier ist Thorsten von deinDLRP.de. Heute möchte ich euch mitnehmen in Disneys Hotel Cheyenne. Also, auf geht's. Disneys Hotel Cheyenne ist ein Hotel mit 1000 Zimmern. Es befindet sich an den Ufern des Rio Grande. Tief im wilden Westen der USA steht diese Westernstadt, wie sie im 19. Jahrhundert an vielen Orten gegeben hat. Die Thematisierung stellt jedoch eigentlich keine Kleinstadt im wilden Westen dar, sondern soll an die Kulisse eines der klassischen Westernfilme der 60er und 70er Jahre erinnern. Clint Eastwood, Robert Mitchum oder John Wayne könnten in jedem Augenblick um die Ecke galoppiert kommen. Im Gegensatz zu einer echten Stadt im amerikanischen Westen, die meist nur aus einer langen Straße mit weiter Flucht bestand, mit Blick auf die weite Prärie dahinter, wurde das Hotel Cheyenne mit Winkeln und Ecken gebaut, ganz so wie es in Hollywood-Kulissen üblich war. Damit verfolgte man das Ziel, außerhalb des Sets liegende Backstage-Bereiche zu verbergen. Während die klassischen Westernstädte im Zentrum des Ortes meist ein Hotel hatten, das auch in vielen der Wildwest-Filme ein zentraler Handlungsort ist beim Hotel Cheyenne die ganze Stadt das Hotel. Am zentralen Dorfplatz befinden sich alle wichtigen Einrichtungen wie der General Store, das ist ein Souvenirshop, der Red Garter Saloon, die Bar und das Chuck Wagon Café, das Restaurant des Hotels. Außerdem findet ihr hier auch einen Starbucks. Eröffnet wurde das Hotel Cheyenne 1992, wie auch die anderen Hotels des Resorts, und seither wurden zwar einige Renovierungen vorgenommen, bei denen das Konzept und das generelle Erscheinungsbild aber kaum verändert wurden. Allerdings wurden die Wege durch das Hotelareal, die ursprünglich aus Sand bestanden, befestigt und der Hauptweg Anfang 2018 geteert. Auch die Zimmer haben inzwischen ein anderes Design als zur Eröffnung. Ursprünglich waren sie eher rustikal eingerichtet, mit einer Cowboy-Stiefellampe, einem Etagenbett und so weiter. Inzwischen haben die Zimmer alle ein dezentes Toy Story-Theming bekommen. Woody und Jessie wurden auf der Tapete und auf Wandbildern integriert. Robert Stern, mit vollem Namen Robert Arthur Morton Stern, ist einer der bekanntesten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er wurde für seine Bauwerke, die sich zum überwiegenden Teil in den USA befinden, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Das Hotel Cheyenne gilt dabei als eine seiner wichtigsten Arbeiten. Robert Stern ist der einzige Architekt, der gleich 2 der Hotels im Disney Paris entworfen hat. Er war nicht nur für das Hotel Cheyenne verantwortlich, sondern auch für Disneys Newport Bay Club, ein Hotel im Stile der Seebäder an der Küste Neuenglands. Das werden wir euch auch demnächst in einem anderen Video vorstellen. Über das Hotel Cheyenne sagte Robert Stern selbst, dass es sein Ziel war, die Stimmung und Atmosphäre der großen Westernfilme zum Leben zu erwecken. Das ist ihm sicherlich ganz eindrucksvoll gelungen. Die Zusammenarbeit von Stern mit Disney begann aber nicht erst im Disney Paris, sondern bereits in den USA mit den Entwürfen für das Yacht- und Beach Club Resort sowie für die Celebration Community im Süden Walt Disney Worlds. Hier ist die Quelle des Rio Grande. Dieser Fluss trennt die beiden Hotels Cheyenne und Santa Fe voneinander. Er fließt dann weiter durch die Wildnis der Sequoia Lodge vorbei, bevor er in den Lake Disney mündet. Es gibt keinen direkten Bezug des Hotel Cheyenne zum Rio Grande, der erst deutlich weiter südlich in Colorado entspringt. Allerdings liegt Santa Fe, der namensgebende Ort des Nachbarhotels, nicht allzu weit vom Rio Grande entfernt, der auf seinem Weg durch ganz New Mexico fließt, bevor er weiter südlich die Grenze zwischen den USA und Mexiko bildet. Zwischen den nach Wild Bill Hickok und Butch Cassidy benannten Gebäuden führt ein Weg, der zu diesem kleinen Garten hier führt. Eröffnet wurde dieser Garten zusammen mit Ratatouille, denn Remy hat hier sein Gemüse und seine Kräuter angebaut, die er in der Küche des Bistros verwendet. Die Kräuter wie Schnittlauch, Borage und Co. stehen hier also nicht zur Zierde, sondern werden wirklich verwendet, genauso wie das Gemüse, das hier angebaut wird. Die
Blumen, die hier blühen, dienen Bienen und anderen Insekten als Nahrungsquelle und sollen die Biodiversität fördern. An den Masten am Dorfplatz des Hotel Cheyenne wehen 3 Flaggen. Die von Frankreich, die der USA und die von Wyoming. Die Flaggen Frankreichs und der USA klären sich von selbst, doch was hat die Fahne von Wyoming hier eigentlich zu suchen? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Die Hauptstadt dieses US-Bundesstaats heißt Cheyenne. Außerdem ist Wyoming der Staat, der den Wilden Westen verkörpert wie kein anderer. Hier in den weiten Ebenen vor den Rocky Mountains zogen einst die riesigsten Büffelherden umher. Hier hatten unter anderem die Crow, die Shoshone, die Arapaho, die Ute und vor allem auch die Cheyenne ihre Stammesgebiete. Im 19. Jahrhundert kamen dann auch die Cowboys in diese Region. Diese Viehhirten, die oft kein leichtes Leben führten, wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts romantisiert. Wohl jeder hat bei der Erwähnung Cowboy gleich ein Bild von einem jungen, gut aussehenden Mann mit entsprechendem Hut und Revolver oder Lasso auf einem Pferd im Kopf. Dieses verklärte Bild der Helden des Wilden Westens entstand nicht zuletzt durch Buffalo Bill und seine Show. Die einzelnen Gebäude des Hotel Cheyennes tragen Namen berühmter Figuren des Wilden Westens, wie zum Beispiel Annie Oakley, eine Kunstschützin aus Ohio, die durch Auftritte in der Wild-West-Show von Buffalo Bill bekannt wurde. Billy the Kid, einer der legendärsten Westernhelden schlechthin und der wohl bekannteste Revolverheld und Gangster des Wilden Westens. Butch Cassidy, ein Bahn- und Eisenbahnräuber aus dem Wilden Westen, der Anführer der Bande Butch Cassidys Wilder Haufen war. Calamity Jane, eine echte Heldin aus dem Wilden Westen, die sich unter anderem als Postkutschenfahrerin, Salondame und Goldgräberin versuchte. Cochise war ein Häuptling der Chokonen, einer Gruppe der Chiricahua-Apachen, dessen Name übersetzt Hartholz bedeutet. Doc Holliday, ein berühmter und berüchtigter Revolverheld, der ursprünglich mal Zahnarzt war. Geronimo, der Häuptling und Schamane der Bidanco-Apachen, einer weiteren Gruppe der Chiricahua-Apachen, der für den Widerstand gegen die US-Truppen bekannt geworden ist. Jesse James, einer der bekanntesten Banditen des Wilden Westens, um den sich zahlreiche Legenden ranken. Sitting Bull, der vielleicht berühmteste Häuptling und Medizinmann der Sioux-Indianer, der vor allem wegen der Schlacht am Little Big Horn bekannt wurde, in der er die US-Kavallerie geschlagen hat. Sundance Kid war ein Gesetzloser aus dem Wilden Westen, der unter anderem mit Butch Cassidy unterwegs war. Wild Bill Hickok, wohl oft nur Wild Bill genannt, und war ein Revolverheld, der für seine wilden Schießereien bekannt war. Oder auch White Earp, der so ziemlich alle der klassischen Rollen im Wilden Westen durch hatte. Revolverheld, Glücksspieler, Saloonbesitzer, Bergmann, Farmer, Transporteur, Büffeljäger, Gesetzeshüter. Ganz besonders bekannt wurde er natürlich für die Schießerei am OK Corral. Fort Apache war ein Kinderspielplatz, der sich vor den Toren der Westernstadt am Ufer des Rio Grande befunden hat. Das Fort und die Tipis stehen zwar noch, großen Unterhaltungswert bieten sie leider aktuell aber nicht mehr, da der Spielplatz seit einigen Jahren geschlossen ist. Ob er jemals wieder geöffnet wird, ist unklar. Das Laundry-Gebäude beherbergt einen Waschsalon mit einigen Waschmaschinen und Trocknern, einzigartig im Disneyland Paris. Wenn also mal ein Malheur passiert, ihr euch einen Kaffee über die einzige Jeans, die ihr dabei habt, schüttet, was übrigens meine Spezialität ist, dann könnt ihr hier eure Wäsche waschen. Münzen für die Geräte gibt es an der Rezeption des Hotels. Hier im Gebäude gibt es außerdem Snack- und Getränkeautomaten sowie eine Eismaschine, falls euch nachts mal der Heißhunger auf Chips und Schokolade überkommt, dann könnt ihr den hier stillen.
Nachdem wir uns das Hotel jetzt von außen mal ganz ausführlich angeschaut haben, wollen wir mal einen Blick nach innen werfen und euch noch vorstellen, was es hier für Einrichtungen gibt. An der Rezeption könnt ihr rund um die Uhr einchecken und erhaltet eure Eintrittskarten. Den Schlüssel zum Zimmer erhält man in der Regel ab 15 Uhr. Beim Concierge könnt ihr Restaurants reservieren, Tickets für die Buffalo Bill Show kaufen, Ausflüge nach Paris organisieren lassen und vieles mehr. Little Sheriffs ist eine kleine Spielecke für Kinder in der Lobby des Hotels. Hier laufen Disney-Filme oder Serien im TV und in der Regel sind zum Beispiel auch Malsachen vorhanden, um für ein wenig Zeitvertreib zu sorgen, während zum Beispiel die Eltern an der Rezeption anstehen. In einer Westernstadt war der General Store der zentrale Shop. Hier ist er die Anlaufstelle für alle Souvenirjäger. Aber auch wenn ihr noch etwas zu trinken oder eine Tüte Chips kaufen möchtet, das findet ihr hier. Außerdem gibt es hier Postkarten und Briefmarken, falls ihr euren Lieben zu Hause gerne auf die altmodische Weise einen Gruß zukommen lassen wollt. Das Chuck Wagon Café ist ein am Abend geöffnetes Buffet-Restaurant. Hier könnt ihr eure Halbpensionsgutscheine einlösen oder natürlich auch einfach so essen gehen. Es wird ein All-You-Can-Eat-Buffet geboten mit diversen Barbecue-Gerichten, aber auch internationalen und französischen Gerichten. Ihr esst hier übrigens nicht nur in riesigen Planwagen, sondern ihr könnt euch auch an Stationen bedienen, die wie eine Art Wagenburg gestaltet sind. Atmosphärisch ist es damit eines der schönsten Buffets im gesamten Disneyland Paris. Hier wird allerdings nicht nur das Abendessen serviert, sondern auch das Frühstücksbuffet angeboten. Frühstücken kann man hier von 7 bis 11 Uhr. Der Red Garter Saloon ist die Bar des Hotel Cheyenne. Hier könnt ihr euch täglich von 16:30 Uhr bis 1 Uhr mit einem Bierchen oder dem ein oder anderen Cocktail erfrischen und an einigen Tagen gibt es auch Live-Musik in der Bar. Kleines Frühstück, ein süßer Snack zwischendurch oder Dosis Koffein gefällig, dann seid ihr im Starbucks genau richtig. Von 7 Uhr bis 23 Uhr hat der Starbucks im Hotel Cheyenne geöffnet. Er befindet sich übrigens in den Räumlichkeiten der früheren Game Arcade des Hotels. Von der Bushaltestelle des Hotels fahren Shuttlebusse zu den Parks. Laufen ist aber unserer Meinung nach die schönere Alternative entlang des Rio Grande, am Lake Disney vorbei, durchs Disney Village und dauert auch nur 15 bis 20 Minuten, bis ihr im Park seid, wenn ihr langsam lauft. Das war's auch schon mit unserer Tour durchs Hotel Cheyenne. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. In nächster Zeit werden wir euch noch die anderen Hotels vorstellen und wenn ihr die nicht versäumen wollt, dann abonniert unseren Kanal jetzt und klickt den kleinen Glockenbutton, damit ihr immer über neue Videos bei uns benachrichtigt werdet. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns einmal Daumen nach oben da lasst.